Aus schulmedizinischer Sicht betrachtet ist das Herz nichts anderes als eine Blutpumpe. Es pumpt das mit Sauerstoff angereicherte Blut durch unseren Körper, um sämtliche Organe mit dem nötigen Sauerstoff zu versorgen. In Wahrheit ist das Herz weit mehr als eine Pumpe. Vor 100 Jahren machte der Mediziner Dr. Othman Zaazut Hanisch mit einer mikroskopischen Kamera eine wichtige Entdeckung. Er fand den heiligsten Ort des Menschen, die 5. Herzkammer. Hanisch fand heraus, dass es nicht wie immer angenommen nur 4, sondern in Wahrheit 5 Herzkammern gibt, die sich direkt an der Hinterwand unseres Herzens befindet. Der bis heute geheimnisvollste Punkt in unserem Körper. Die 5. Herzkammer ist winzig klein, hat einen Durchmesser von nur knapp 4 mm und wird von Sinusknoten umschlossen, der im Bereich der oberen Hohlvene an der Mündung zum linken Vorhof zu finden ist. Der Sinusknoten ist der Taktgeber und für die Erregungsleitung zuständig. Bei Eingriffen am offenen Herzen wird er weiträumig umgangen, weil der Patient bei direkter Berührung stirbt. Besteht in medizinischen Fachkreisen möglicherweise die Kenntnis über die wahren Hintergründe dieser bis heute geheimnisvollen Punktes. Hanisch entdeckte in dieser winzigen Kammer die geometrische Form eines Dodekaeders, eine heilige geometrische Form, die aus 12 gleichmäßigen Fünfecken besteht, die eine menschliche, androgyne Gestalt zeigt. Dabei ist ganz egal, ob es sich um einen Greis oder ein Kind handelt. Es ist immer dieselbe, alterslose Gestalt zu sehen, die die Wand des Dodekaeders berührt. Ist dieses Abbild die Blaupause der Urquellenmatrix, wie von vielen Seiten immer wieder vermutet wird? Das Dodekaeder ist übrigens der heiligste der platonischen Körper und durfte in den alten Mysterienschulen niemals erwähnt werden, weil es außerordentliche Kräfte besitzt, die uns mit der Schöpferkraft der heiligen 5. Kammer sowie mit dem Energiefeld, dem Lichtgitter, das die Erde umspannt, verbindet. Hanisch sprach in diesem Zusammenhang vom Urquellenatom, die Urquellenpräsenz, die in uns allen wohnt, die ursprüngliche Schönheit und die Vollkommenheit des Menschen. Das bedeutet, dass wir den Zugang zur Urquelle oder unserer Schöpferkraft nur über unser Herz finden werden und an keinem anderen Ort. Ein heißer Ort, tief in unserem Herzen. Es gibt aber Wissenschaftler, die umschreiben diese kleine Kammer mit einem etwas anderen Wort, in dem sie von einem Hotspot sprechen. Das mag vielleicht dem Umstand geschuldet sein, dass es an diesem Ort tatsächlich heiß hergeht, denn in diesem Bereich werden locker bis zu 100 Grad gemessen. Wie aber ist das möglich, wenn die durchschnittliche Körpertemperatur bei 37 Grad liegt? Spüren wir diese Hitze möglicherweise nur in bestimmten Situationen? Etwa dann, wenn wir im sprichwörtlichen Sinne für eine Sache Feuer und Flamme sind? Wenn wir uns verlieben oder in einer peinlichen Situation einen hochroten Kopf kriegen? Und könnte die Tatsache, dass die enorm hohe Temperatur uns und unserem Körper nicht schadet, ein Beweis dafür sein, dass dieser Ort möglicherweise gar nicht irdischen Ursprungs ist? Man könnte fast schon auf die Idee kommen und vermuten, dass in dieser Kammer die ewige Flamme der Urquellen-Schöpfer-Leidenschaft lodert. Dass dies der Ort und das Zentrum unserer Liebe ist. Ohne dass uns das bis heute bewusst ist. Auch Rudolf Steiner wusste von diesem geheimnisvollen Ort in uns und schrieb einmal dazu: In unserer Zeit gibt es bestimmte Veränderungen im Herzen, aus denen sich nach und nach eine 5. Kammer entwickelt. Durch diese 5. Kammer wird die Menschheit ein neues Organ besitzen, welches uns erlaubt, Lebenskräfte anders als im jetzigen Moment zu steuern. Unser Ego-Organisation ist im Blut aktiv. Und tatsächlich bringt es das Blut in Bewegung. Und nach der Bewegung fängt das Herz an zu schlagen. In sogenannten Fachbüchern finden Sie immer die Fakten, die falsch angeben, dass das Herz eine Pumpe wäre. Und diese Pumpe des Herzens das Blut über den ganzen Körper verteilt. Aber in Wirklichkeit ist es unsere Ich-Organisation, die das gesamte Blut durch den Körper bewegt. Wenn irgendjemand behauptet, dass das Herz das Blut antreibt, dann muss er ebenso behaupten, dass, wenn er beispielsweise eine Turbine besitzt, es die Turbine ist, die das Wasser in Bewegung bringt, obwohl jeder weiß, dass es das Wasser ist, das die Turbine antreibt. Der Mensch hat die gleiche Art von Punkten des Widerstands in seinem Herz. Das Blut kommt gegen sie auf und setzt das Herz in Bewegung. So geschieht es, dass die Ego-Organisation direkt den Kreislauf des Blutes funktioniert. Rudolf Steiner sah in der Funktion des Herzens lediglich eine Unterstützung eines komplexen Prozesses.
Dabei verwies er auf den Blutfluss in den Gefäßen vor der Entwicklung des Herzens in Embryonen. Nach Worten Steiners ist der Blutfluss eine Strömungsspirale, angetrieben durch seinen eigenen biologischen Impuls, in den gleichen Rohren, die später das Herz bilden. Deshalb stand für Rudolf Steiner schon früh die Tatsache fest, dass die Pumpentheorie einfach nicht zu Ende gedacht ist, dass sie so kindisch wie simpel ist. Steiner stellte sich die Frage, wie ein Organ, das gerade mal 300 Gramm wiegt, es schaffen kann, täglich 8000 Liter Blut zu pumpen, ohne dabei schlapp zu machen. Was aber um alles in der Welt ist unser Herz dann? Ist es tatsächlich der Sitz unseres wahren Bewusstseins, wie von vielen Seiten immer wieder gerne behauptet wird? Wir sagen ja schließlich nicht umsonst: Höre auf dein Herz. Wir unterscheiden also zwischen Herz und Verstand. Oder sollte man in diesem Falle vielleicht besser sagen, zwischen Himmel und Hölle? Wenn wir an dieser Stelle tatsächlich von der Vermutung ausgehen, dass in unserem Herz das Urquellatom ruht, das uns in allen Lebenslagen den richtigen Weg weist, welche Funktion hat dann unser Verstand? Ruht in ihm möglicherweise der Teufel, der uns in seinem ständigen Bemühen versucht, von unserem eigentlichen Lebensweg abzubringen, der uns aus jener licht- und liebevollen Präsenz in uns reißt? Lernen wir über die 5. Herzkammer, die Matrix, zu verstehen? Ist der Verstand möglicherweise die Versuchung, die wir bis heute nicht wirklich verstanden haben? Wenn die 5. Kammer tatsächlich ein ständiger Fluss von ätherischen Strömungskräften ist, die die höheren Kräfte der ätherischen und der menschlichen Natur bündeln, dann werden wir, besser gesagt, unsere Seele, unser wahres, göttliches Ich, nahezu pausenlos mit allen uns nötigen Informationen versorgt, an die wir uns aber nicht halten können, weil unser fremdgesteuerter Verstand, der Teufel, gegensteuert, ohne dass wir das verhindern können. Gehen wir davon aus, dass der Teufel nur eine Metapher ist, also eine Umschreibung oder Personifizierung des Bösen, dann müssen wir uns an dieser Stelle einmal zwangsläufig die Frage stellen: Wer ist das Böse? Sind es die Dunkelkräfte, bösartige ETs, die mit intelligenter, fortschrittlicher Technologie seit Tausenden oder vielleicht schon seit Millionen von Jahren auf unseren Verstand einhämmern, indem sie ihn auf geradezu intelligente wie perfide Weise manipulieren? Ist die 5. Herzkammer möglicherweise der rettende Ausweg aus diesem Matrix-Gefängnis? Harnisch schrieb über die Kammer Folgendes: Die 5. Herzkammer liegt im Körper, hinter dem Brustbein und bildet gleichzeitig das Auge des Torusfeldes um unser Herz. Das bedeutet, dass wir alle ein mächtiges Energiefeld in uns tragen, das auch dazu fähig ist, Gedanken aufzulösen. Vor allem negative Gedanken, die uns in der geistigen Matrix gefangen halten. Entfliehen wir dieser Matrix, bliebe am Ende nur die Allverbundenheit mit der göttlichen Präsenz und dem Universum ohne belastende Egoanteile übrig. Alles, was wir für einen Zugang in die 5. Herzkammer benötigen, ist ein Upgrade unseres Bewusstseins. Allerdings bleibt die Frage, wie wir uns danach fühlen werden, weil wir in diesem Moment jeglichen Bezug zu unserer gewohnten Realität verlieren werden. Möglicherweise erhalten wir aktuell schon alle notwendigen Upgrades durch den Zustrom hoher Energien aus dem Kosmos. Wenn wir uns die aktuelle Schumann-Resonanzfrequenz anschauen, kann man das annehmen. Personifiziert der Teufel in Wahrheit negative IT-Mächte? Was wir in unserem ablaufenden alten Leben mit dem langsam sterbenden System erfahren, ist in Wahrheit ein ständiger Kampf zwischen dem Göttlichen in uns und negativen IT-Mächten und ihren Handlangern in Politik und Wirtschaft auf der Erde. Ein steter Kampf, also zwischen gesundem Herzbewusstsein und Verstand, in dem unser Herz im ständigen Bemühen versucht, uns auf unserem Lebensweg nach vorne zu drücken, während böse Mächte auf der anderen Seite in Position stehen und mit Hilfe von bewusstseinskontrollierender Technologie das Erwachen verhindern, indem sie magisch die 5. Kammer in unserem Herz unterdrücken. In diesem Fall erfolgt der Angriff über unseren Verstand. Das heißt, die 5. Herzkammer ist für die bösen Mächte eine tödliche Bedrohung, weshalb sie bis heute versuchen, den berühmten Mantel des Schweigens darüber zu decken. Kein Mensch soll je erfahren, dass das wahre Bewusstsein unser Herz und nicht unser Verstand ist, weil in diesem Fall jegliche Manipulation von außen erfolglos bliebe. Auch wenn es im Außen noch nicht so deutlich zu beobachten ist, sieht gerade alles danach aus, dass jetzt die Zeit gekommen ist, sich des wahren Bewusstseins bewusst zu werden.
entgegen jeder ohrenbetäubenden Propaganda, die uns gerade von den Medien und Politikern um die Ohren gehauen wird. Das aber ist nur ein allerletztes Aufbäumen der alten Matrix, die gerade im Begriff ist, mit viel Staub und Wirbel zusammenzubrechen. Spätestens im Frühjahr werden wir alles hinter uns haben. Das Chaos, das die Dunkelkräfte zum Errichten ihrer neuen Weltordnung im letzten Jahr in Gang gesetzt haben, ist für sie selbst zur Fußangel geworden, weil es außer Kontrolle geraten und nicht mehr im Griff zu kriegen ist. Die Frage, die sich am Ende dieses Videos stellt, lautet: Was weiß die Medizin tatsächlich über die geheimnisvolle 5. Herzkammer? In der anatomischen Literatur wird sie als 5. luftdicht verschlossene Kammer, also als Vakuum, beschrieben, die jeder Chirurg bei einer Herzoperation weiträumig zu umgehen hat. Als Urheber dieser Information wird die Forschung ihres Entdeckers Dr. O.Z.A. Hanisch genannt. Hanisch, der 1844 im Iran mit einem Herzfehler das Licht der Welt erblickte, machte seine Entdeckung schon in den frühen 1920er Jahren bekannt. Hanisch selbst nannte diese Kammer den Sitz der Urquelle, von wo aus sie über das Kronenchakra in die heilige multidimensionale Seele geht, die dauerhaft mit der Urquellen-Schöpferkraft verbunden ist. Laut Hanisch verspüren Menschen diesen Ort intensiv, wenn sie tiefe und vor allem echte Liebe für einen anderen Menschen oder ein anderes Wesen empfinden. Dann weitet sich nach Worten Hanisch diese Stelle im Körper aus und es entsteht ein körperlich sehr warmes und wohliges Gefühl, das sich dabei weiter ausdehnt und dabei das Herzzentrum erweitert. Liebe und Licht ist für die Dunkelkräfte eine geradezu tödliche Medizin, weshalb sie seit Tausenden von Jahren alles dafür tun, Krieg, Zerstörung und Chaos auf der Erde aufrecht zu erhalten. Erst vor wenigen Jahren stießen Mediziner in den Vereinigten Staaten auf einen nahezu stecknadelkopfgroßen Punkt in der linken oberen Herzhälfte, der tatsächlich sehr viel heißer war als der Rest des Herzens. Ist das die von Hanisch beschriebene 5. Herzkammer? Jener geheimnisvolle Ort, an der der Funke der Urquelle auf uns trifft und unser Herz buchstäblich zum Glühen bringt? Es könnte sich in der Tat um das Urlicht des Schöpfers handeln, das jeden von uns auf geradezu magische Weise umhüllt und durchströmt. Schön. Die 5. Herzkammer, ein Stargate zu neuen Dimensionen. Wie aber verschaffen wir uns Zugang zu diesem Ort? Wir erreichen diesen Ort, sobald wir den Verstand und das Ego verlassen haben. Spätestens von diesem Moment an tauchen wir in den heiligsten Teil von uns selbst ein. Hier finden wir dann das Ebenbild des Schöpfers, welches uns ausmacht. In diesem Fall kann man die 5. Herzkammer auch als eine Schnittstelle, ein Stargate zu neuen Dimensionen bezeichnen. Haben wir bisher durch unser Denken nur einen kleinen Teil unseres Bewusstseins wahrgenommen, so erkennen wir an diesem Ort unsere wahre Größe, unsere Schöpferkraft, die unendliche Liebe, die uns in dem Moment überschwemmt, indem wir diesen Raum betreten. Reißt alles ein, was uns bisher blockiert und blind gemacht hat. Es zerstört die Illusionen, Vorstellungen und Bilder des menschlichen Verstandes. In diesem Augenblick erreicht echtes Mitgefühl unser Herz und unser Bewusstsein, sodass eine bedingungslose Annahme, frei von jeglichem Urteil und von allem, was ist, erfolgen kann. Vorstellungen von Vergangenheiten, Gegenwart und Zukunft lösen sich augenblicklich auf. Mit der Verbindung mit unserem wahren Ich sind wir direkt mit der Urquelle verbunden. Und wir können spätestens von diesem Moment an erkennen, dass unsere eigentliche Aufgabe auf der Erde darin besteht, uns selbst zu finden. Jetzt ist der große Augenblick gekommen, den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Alles Liebe dir. Bleibe aufmerksam.